Oldtimer? Das sind doch diese uralten Wagen, die, wenn nicht gerade Corona ist, nur zu Treffen und Rallyes rausgeholt werden. Kulturgüter, die von vergangenen Zeiten erzählen. Stimmt nicht ganz. Längst fahren auch die jungen Alten herum. Autos, die viele aus der Kindheit kennen. Wie der Audi 100. Der ist für Dirk ein Kulturgut, das erhalten werden sollte. Mit dem Auto bin ich groß geworden, das ist Baujahr 87. Und du musst noch mal einsteigen, das Auto riecht noch nach Auto. Ja, das ist von der Haptik, das spürt sich noch an und du musst noch wirklich arbeiten beim Fahren auch. Es hat wenig Helferlein, das war mir sehr wichtig. Hier ist nichts elektrisch. Das heißt, viele wird es wundern, du musst das Fenster noch kurbeln. Ich habe ja also eine Kurbel, ich weiß nicht, ob du siehst, aber ich mache das nicht elektrisch. Ne? Das geht also wirklich mit einer Handkurbel. Und das ist letztendlich das Schöne an diesem Auto. Sein Gedanke, was er mag, mögen auch andere. Dirk organisiert jedes Jahr ein Youngtimer-Treffen. Hunderte Leute kommen mit 20, 30 Jahre alten Autos. Ab 30 können sie das H-Kennzeichen bekommen und haben damit bestimmte Vorteile. Etwa trotz hoher Abgaswerte in Umweltzonen fahren zu dürfen. Und ihre Zahl steigt. 2015 konnten noch 35.000 Autos den 30. Geburtstag feiern. Dieses Jahr kommen 139.000 vom Jahrgang 1991 hinzu, knapp viermal so viel. Klar steigt damit die Zahl der Oldtimer insgesamt. Gab es 2015 350.000 verschiedene Fahrzeuge mit Oldtimer-Status, sind es dieses Jahr mittlerweile 661.000 Wagen. Absoluter Rekord. Umweltschützer fordern aber, die stetige Zunahme von Oldtimern in Kombination mit freier Fahrt in Umweltzonen muss aufhören. Wir haben die Situation bei Oldtimern, dass ein 29 Jahre alter Wagen nicht mehr in die Innenstädte fahren darf, weil er dort die Luft verpestet. Faktor 100 Mal mehr als ein neuer Wagen. Und ein Jahr älter ist er plötzlich schützenswertes Kulturgut, wird de facto gefördert und darf plötzlich ungemindert einfahren. Solange es wenige Fahrzeuge waren, ist es ein Ärgernis. Von Jahr zu Jahr wird es aber mehr als ein Ärgernis. Es ist nicht mehr hinzunehmen, weil eben die Fahrzeuge mittlerweile einen signifikanten Beitrag zur Luftverschmutzung mit leisten. Vertreter beider Seiten fordern, neu über den Oldtimer-Status nachzudenken. Ein Oldtimer soll Hobby sein, wenig bewegt und eben ein altes Auto und nicht ein Massenprodukt. Und ob die Masse dann letztendlich dazu beitragen wird, dass wir das Thema Oldtimer und oder Youngtimer weiter so spielen können, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es schlau wäre, jetzt auf 40 oder vielleicht sogar 50 Jahre mal die Grenze anzuheben. Es gibt einen Parlamentskreis Automobiles Kulturgut. Bundestagsabgeordnete und Experten diskutieren hier schon länger über neue Regelungen. Doch der Vorsitzende Carsten Müller will die Altersgrenze nicht erhöhen. Es ist tatsächlich im Alltag kein Problem. Die Fahrerinnen und Fahrer von historischen Fahrzeugen suchen ja nicht den Weg massiv in die Innenstädte, sondern eher raus aufs Land. Ehrlich gesagt, eine Regulierung, die man nicht braucht, die muss man auch nicht machen. Und insofern, wir haben schon relativ strenge Umweltvorschriften für Fahrzeuge. Diesen kleinen R4 interessiert weder die Umwelt noch das Alter. Mit seinen 38 Jahren fährt der Renault überall hin, jeden Tag. Und das sogar ohne H-Kennzeichen. Der Grund? Er hat einen Elektromotor. Für seinen Besitzer eine elegante Lösung. Für mich muss das Auto aber alltagstauglich sein und auch im Winter gefahren werden können. Wie dieser alte Ford Popular. Was in Deutschland der Käfer und in Frankreich die Ente war, ist der Popular bei den Briten gewesen. Er gilt als das billigste Auto der Welt, kostete damals 400 Pfund. Martin hat ihn für wenig Geld im Internet gefunden und mit einem Elektromotor umgebaut. Tropft kein Öl mehr, ist billiger im Unterhalt, muss nicht mehr zur Inspektion und Spaß macht das Ganze auch noch. Möglich machen das Werkstätten wie diese. Vor 14 Jahren hat Marco Lorey angefangen, Elektromotoren in alte Autos zu bauen. Die eignen sich besonders gut, weil sie technisch einfach sind. Ohne diese Lösung würden es viele Karossen weder auf die Straße noch in die Zukunft schaffen. Einfach, weil der Verbrennungsmotor kaputt ist. Die Beschaffung der Basisfahrzeuge muss nicht teuer sein. Das kann natürlich, wenn ich ein edles Auto nehmen tue, was halt selten ist, aber wenn ich ein
sage ich mal, 2er Golf nehme, den bekomme ich noch relativ gut, auch im guten Zustand und für kleines Geld. Und da muss ich dann überlegen, wie viel Akku stecke ich rein. Und das bestimmt letztendlich den Endpreis, weil die Akkus eigentlich immer die treibende Kraft sind, wie teuer so ein Umbau letztendlich werden tut dann. Mindestens 10.000 €. Eher mehr muss man für die Akkus rechnen. Einstiegspreis für Kleinwagen. Loreis Kundschaft baut die Autos oft selbst um. Das spart die Kosten von 100 bis 120 Arbeitsstunden. Elektromotor im Oldtimer? Für Puristen ein Frevel. Aber für die Elektro-Oldtimer fallen gar keine Steuern an. Und die Karosserien bleiben doch Kulturgut, das bestaunt und im Alltag genutzt werden kann.